Als im Sommer 2024 der Ankündigungstrailer zu Roadcraft lief, war ich schwer beeindruckt und sehr auf das fertige Spiel gespannt. Immerhin kündigte das Team von Entwickler Saber Interactive da eine Fahrzeugsimulation mit eindeutig erkennbarer SnowRunner-DNS an, die den Fokus aber auch auf neue Elemente legt. Besonders der Straßenbau klang interessant. Als jemand, der die Serie seit ihren Anfängen bei Spin Tires über Mud und SnowRunner bis hin zum 2024er Ableger Expeditions verfolgt, konnte ich meine Vorfreude auf Roadcraft nur schwer verbergen. Ich meine, stellt euch das mal vor, seit Jahren arbeite ich mich mit allerhand schwerem Gerät durch Wälder, Sümpfe, Eiswüsten, Schluchten und Co., bewege an ganzen Abenden voll beladener Holz-LKW mit Anhängern manchmal nur wenige 100 Meter vorwärts, also wenn überhaupt. Viel zu oft kippt dabei ja auch mal der ganze Sattelzug auf die Seite und ich stehe vor den Trümmern meiner Arbeit. Doch jetzt soll ich in Roadcraft endlich eigene Straßen bauen können? Mich endlich an der gnadenlosen Natur rächen und sie unter dem Vorwand moderner Transportinfrastrukturen endlich wegasphaltieren? Aber wo war ich? Ja, mein innerer Bösewicht freute sich schon auf das perfekte Verbrechen. Und mit meiner Vorfreude war ich nicht allein. Ob nun gleich jeder mit so einer teuflischen Motivation an die Sache rangehen würde, will ich niemandem unterstellen. Aber am Ende stand Roadcraft auf Platz 42 der meistgewünschten Steam-Spiele. Und auch auf den Konsolen PS5 sowie Xbox Series X und S dürfte die Vorfreude kaum geringer ausfallen. Doch bevor es weitergeht, hier noch eine Nachricht von unserem Sponsor. So, erstmal schöne Runde zocken. Wer bist du denn? Ich bin du aus der Zukunft. Junge, setz dich da nicht hin. Ich bin hier, um deinen Rücken zu retten. Hier, du benutzt ab sofort den BS14-Stuhl von Flexispot. Der hat ein ergonomisches Design mit verstellbarer Rückenlehne und multifunktionale Armlehnen. Ja, aber an dem Tisch sitze ich doch trotzdem viel zu krumm. Weil das nicht der ergonomische, höhenverstellbare Tisch E9 von Flexispot ist. Bei dem kannst du per Touchscreen bis zu 4 Presets abspeichern für die perfekte Höhe im Stehen und im Sitzen. Außerdem ist er super stabil mit bis zu 180 Kilo Tragfähigkeit. Ja, aber so ein Setup kann ich mir doch gar nicht leisten. Doch, weil du auf beides im Mai Rabatte bekommst. Außerdem hat der Tisch 20 Jahre Garantie. Tu es, du wirst mir danken. Du meinst, du wirst mir danken? Hol dir jetzt die ergonomischen Gaming-Möbel von Flexispot noch bis zum 3. Juni mit Rabatten bis zu 50%. Mehr Infos in der Videobeschreibung. Und jetzt ist es da und ich bin schon mehr als 40 Stunden lang in der Testversion versunken. Allein und im Koop habe ich die 7 großen Startmaps erkundet, aufgeräumt und eben auch mit einer schicken Asphaltdecke überzogen. Auf der einen Seite hat Roadcraft also meine Erwartungen und Hoffnungen auf eine gelungene Sandkastenfantasie durchaus erfüllt. Zugleich ist dabei aber auch vielleicht ein bisschen zu viel Serientradition auf der Strecke geblieben. Gerade die vereinfachte Simulationserfahrung wird in der Community bestimmt für Diskussionen sorgen. Hat sie ja sogar schon nach der Demo vor ein paar Monaten. Und vielleicht muss das Entwicklerteam am Ende in den kommenden Wochen und Monaten doch nochmal ganz schön viele Stellschrauben drehen, damit auch alte Fans wieder begeistert sind. Aber ich greife vorweg. Schauen wir uns erstmal an, was Roadcraft bietet, was schon sehr gut funktioniert und oft auch richtig begeistert, und dann ist immer noch genug Zeit für die Kritik. Also, Motor an und Testvideo ab. In Roadcraft beginnt alles mit Naturkatastrophen. Schließlich dreht sich der neue Serienteil um den Wiederaufbau in verwüsteten Regionen. Ohne Stürme, Erdbeben oder Fluten gäbe es aber gar nichts zum Aufräumen, und während das in der Realität eine Horrorvorstellung ist, wäre es in Roadcraft sehr schade. Hier gründe ich nämlich mein eigenes Bergungs- und Wiederaufbauunternehmen und mache mich in von Naturkatastrophen großflächig verwüstete Areale auf. Damit auf den 7 jeweils 4 Quadratkilometer großen Karten irgendwann wieder Menschen leben, Autos fahren und Firmen produzieren können, rücke ich mit meinem Fuhrpark an Spezialfahrzeugen an und spucke in die Hände. Vorher braucht meine Firma aber erstmal einen Namen. Ich nenne sie durch und durch seriös Raffke und Sohn. Wähle mit dem schicken Pickup mein erstes Aufklärungsfahrzeug und lege die Farbe meiner Flotte fest. Denn egal, ob ich an der Küste Nordafrikas oder den sumpfigen Wäldern Osteuropas unterwegs bin, ich starte immer mit einem Scout und verschaffe mir zunächst ein Bild der Lage. Akustische Unterstützung bekomme ich von meiner Kollegin Kelly, die mich per Funk über meine ersten Ziele informiert. Erfülle ich Haupt- und Nebenmissionen, kommentiert Kelly meinen Fortschritt lobend und wirft mir direkt neue Aufgaben vor die Reifen. Mehr Storyrahmen gibt's allerdings nicht, braucht es diesmal aber auch nicht. Mit wenigen Mitteln macht mir das Spiel klar, ich soll die Drecksarbeit machen, wortwörtlich.
Diese Drecksarbeit läuft anfangs immer gleich ab. Ich erkunde die Karte und stoße nach wenigen Metern auf meine erste Basis und nehme sie in Betrieb. Hier greife ich über die Garage auf meinen Fuhrpark zu, kaufe über den Shop mit verdienter Ingame-Währung neue Vehikel und bediene mich an meinem Ressourcenlager. Außerdem dienen die Basen als Wiedereinstiegspunkte, wenn ich ein steckengebliebenes Fahrzeug bergen muss. In der Anfangsphase erkunde ich mit dem Scout die Umgebung und erreiche Checkpoints, die Kelly mir vorgibt. So entdecke ich Werkstätten, Funktürme und Fabriken für Betonplatten, Rohre und Stahlträger. Weil die Produktionsstätten zur Wiederaufnahme ihrer Arbeit entweder diverse Baustoffe oder eine neue Stromversorgung brauchen, tausche ich den Scout aber bald gegen größere Transportmaschinen. Und das führt mich zum Straßenbau. Falls ihr euch nämlich die durchaus berechtigte Frage gestellt habt, wozu brauche ich den Straßenbau? Schließlich ackere ich mich in den Vorgängern durch Terrain, das so weit weg von einer Straße ist, wie GTA von einer Jugendfreigabe für 6-Jährige. Das ist richtig und das macht ihr auch weiterhin. Neu in Roadcraft sind aber die von der KI gesteuerten Konvois aus Lastwagen, LKW, Jeeps oder Transportern, die Materialien von einem Depot auf den riesigen Karten zu einem anderen bringen. Weil die KI-Fahrer aber nicht so hart im Nehmen sind wie ihr und ich, räumen wir also Schutt von Straßen und bauen neue Asphaltwege, wo bisher nur diese nervige Natur herumlungert. Mittlerweile habe ich mit meinem Scout die Karte weiter erkundet und wichtige Standorte in der Region aufgedeckt, nämlich Gaskraftwerk und Stahlrohrfabrik. Im Folgeauftrag soll ich eine Konvoiverbindung einrichten. Im Menü setze ich, beginnend vom Startpunkt, bis zu 200 Wegpunkte entlang meiner Route zum Ziel. Das funktioniert ganz gut, solange ich wirklich kleinteilig und in höchster Zoomstufe den doofen KI-Truckern den Weg vorgebe. Liegen Schutt und Trümmer auf der Strecke, umfahre ich die Stellen entweder oder ich schwinge mich in den Bulldozer und räume die Straße frei. Und an Stellen, die entweder von vornherein gar nicht passierbar sind oder die es durch ausgefahrene Spuren mit der Zeit werden, baue ich eine eigene, schicke, niegelnagelneue Straße. Das mache ich entweder an durch Missionen fest vorgegebenen Stellen oder im wahrsten Sinne des Wortes querfeldein. Für den Straßenbau brauche ich neben einem Kipper für Sand einen Bulldozer, einen Asphaltleger und eine Walze. Stilecht lade ich die kleinen Maschinen, also Asphaltleger und Walze, bei einer meiner Basen auf einen großen Transporter und fahre zur Baustelle. Am Ort des Geschehens angekommen, fahre ich mit dem Kipper die neue Strecke ab und kippe Sand von der Ladefläche. Anschließend ebne ich den Sand mit dem Bulldozer ein und verdichte die Oberfläche. Bereits jetzt funktioniert meine Konstruktion als Behelfsstraße ganz gut und angesichts der wirklich schwammigen und hakeligen Steuerung des Asphaltmischers belasse ich es nicht selten bei einer schlichten Sandpiste. Um Straßen aber richtig fertigzustellen, braucht es aber eben doch die Asphaltdecke. Anschließend noch Plattwalzen, fertig. Die 4 Schritte laufen bei jedem Straßenbau exakt gleich ab und falsch machen kann ich dabei nichts. Als SnowRunner-Fan kann ich ein Gefühl der Erhabenheit nicht leugnen, wenn ich mir meine eigene Schnellstraße gezimmert habe. Mit dem Straßenbau erweitert Saber Interactive seinen Transportkosmos um das nächste logische Feature, allerdings reicht es in der aktuellen Form noch nicht aus, um ein Spiel komplett allein zu tragen, und das aus 2 Gründen. Grund Nummer 1, in einem Spiel, das Roadcraft heißt, crafte ich vergleichsweise wenig Roads. Klar, ich kann mich auf den großen Maps austoben, ganze Wälder roden und die Oberflächen mit Asphalt überziehen. Bis auf die erwähnten KI-Konvois gibt es dafür aber keinen Grund. Für normale Lieferungen und Erkundungen ist mein Fuhrpark für Fahrten durch Wasser, Schlamm und Co. fast schon zu gut geeignet. Das trifft vor allem auf den späteren Spielverlauf freischaltbaren Maschinen zu. Grund Nummer 2, wenn ich im Rahmen der Mission an vorgegebenen Stellen Straßen bauen soll, sieht das so aus. Ich sehe auf der Karte und in der Spielwelt jeweils Bauzonen als Start- und Endpunkte sowie den Baubereich, also die neue Straße in der Mitte. Fahre ich nun mit Kipper, Bagger und Co. in die markierten Felder, kann ich auf Wunsch per Knopfdruck die KI die Arbeit übernehmen lassen und bequem zuschauen. Das hat 2 Vorteile. Zum einen leert sich beim Computer die Ladefläche des Kippers nie, was ihn Arbeiten in einem Schritt erledigen lässt. Bei manueller Arbeit müsste ich erst in den Einflussbereich einer Sandgrube fahren und per Knopfdruck wieder auffüllen. Zum anderen hat die KI keine Probleme mit der nervigen Asphaltmaschine. Ernsthaft. Wie kann sich eine Maschine für das zentrale Feature eines neuen Spiels auch auf extra vom Spiel vordefinierten Abschnitten nur so schwammig steuern? Geht die neu angelegte Strecke auch nur ein bisschen bergauf, vergräbt das Gerät seine Nase im Sand und kommt nicht voran. Warum es auf abschüssigen Straßen auch oft so ist, kann ich nicht nachvollziehen. Bessere Asphaltmischer steuern sich etwas leichter, aber auch nicht wirklich angenehm.
Wenn ich abseits der Mission eigene Straßen baue, stehen mir diese Maske mit den Bauzonen und die KI-Unterstützung beim Bauen nicht zur Verfügung. Natürlich hindert mich das nicht am freien Bauen, allerdings überlege ich wirklich zweimal, ob ich eine neue Extrastraße tatsächlich brauche, und ich entscheide mich oft dagegen. Denn meine eigenen Straßen dienen eben hauptsächlich als stabiler Untergrund für meine KI-Konvois. Und bei den automatisierten Fahrzeugkolonnen gibt es in Roadcraft auch noch Licht und Schatten. Wirklich sehr gut gefällt mir die deutlich belebtere Spielwelt. Ich schaffe in Roadcraft in den Nachwehen von Naturkatastrophen Ordnung, bringe Infrastruktur wieder zum Laufen und räume Wege frei. Dass ich erste Konvois über Teile der Karte schicke, ist schon ein erster sichtbarer Arbeitserfolg. Es passiert etwas in der Spielwelt. Leider geht Roadcraft nicht so weit, dass ich durch mein Handeln wirklich ganze Städte wieder aufbaue und Menschen bei der Rückkehr beobachten kann. Aber im Vergleich zu den komplett leeren Welten der Vorgänger sind die Fahrzeuge auf den Straßen ein Schritt in die richtige Richtung. Habe ich eine Konvoiroute einmal eingerichtet, fahren Fahrzeuge permanent vom Start zum Zielpunkt. Pro angekommenem Fahrzeug erhalte ich eine Belohnung in Form von Reputation und Geld. Mit beidem schalte ich neue Fahrzeuge im Shop meiner Garage frei. Irgendwann sind die Belohnungen aus den Konvois erschöpft. Die Fahrzeuge fahren aus atmosphärischen Gründen aber weiter auf ihren Routen. Und das ist wirklich klasse. Also, es wäre wirklich klasse, wenn nicht Folgendes nerven würde. Die Konvoi-Fahrzeuge verhalten sich auf den Strecken wie die Vehikel von meinen Koop-Mitspielern und mir. Jede Überfahrt verschlechtert den Zustand unbefestigter Straßen und macht ein Durchkommen für den nächsten Truck schwerer. Wenn man im späteren Spielverlauf 4 oder mehr Konvoi-Routen gleichzeitig aktiv und auch schon alle Belohnungen erhalten hat, nerven permanente Einblendungen wie Konvoi-Route benötigt Wartung nur noch. Atmosphäre hin oder her. Bekomme ich keine Belohnung mehr, schalte ich die Routen ab. Dabei wäre eine Lösung so einfach. Warum darf die KI nicht cheaten? Zum einen macht sie es beim Sandkippen ohnehin schon, zum anderen würde die ganze Mechanik davon profitieren. Lasst mich einmal eine Route einrichten und sobald das erste Fahrzeug problemlos sein Ziel erreicht hat, die Route als fertig oder sicher ablegen. Das würde auch bei den immer wieder nervenden KI-Aussetzern helfen, etwa wenn die Kollegen an Ecken hängen und partout den Rückwärtsgang nicht einlegen wollen. Im aktuellen Zustand sehe ich keinen Mehrwert am eigentlich sehr coolen, weil belebenden Konvoi-Feature. Denn alles, was der Atmosphäre in Roadcraft zugutekommt, zieht mich weiter in die Welt hinein. Und wie ihr schon die ganze Zeit im Video seht, ist die Welt wirklich wunderschön. Die Vorzüge der Optik fangen bei den atemberaubenden Kulissen mit Wäldern, Bergen und Flüssen an und enden längst nicht bei zerstörten Städten mit Unmengen an Details auf den Straßen und in kaputten Häusern. Rauch- und Matscheffekte bestechen durch hohe optische Qualität, Dreckpartikel wirbeln von Reifen und Ketten, frisch verlegter Asphalt dampft und Fahrzeuge hinterlassen ansehnliche Spuren auf weichen Oberflächen. Nur dass Reifenspuren wie hier auf frisch verlegtem Kies schnell verschwinden, stört. Ich gehe davon aus, dass das ein Bug ist, der hoffentlich noch gepatcht wird. Patchen könnte das Team von Saber Interactive auch das Wettersystem, wegen des häufigen Regens und der Sandstürme. Viel zu oft versteckt das Spiel seine bildschöne Sonnenscheinoptik hinter grauen Regenwolken. Einen komplett dynamischen Tag- und Nachtwechsel gibt es diesmal übrigens nicht. Roadcraft unterscheidet nur zwischen Tag und Dämmerung. Doch ich fahre nicht nur von A nach B, sondern in den Haupt- und Nebenmissionen produziere ich auch selbst. Überall in der Spielwelt sehe ich die Spuren der vorangegangenen Katastrophe und die sind nicht nur Dekoration. Auf den Maps gibt es mit Betonplatten, Stahlrohr und Stahlträgerfabriken große Anlaufstellen, in denen ich herumliegende Trümmerteile zu Baustoffen verarbeite und dann in der Spielwelt verwende. Hier ein Beispiel. In der Pipeline ist ein Teilstück gebrochen, also hole ich das kaputte Teil mit dem Kran raus. In der Stahlrohrfabrik bringe ich recycelbare Ressourcen in den Einzugsbereich und bekomme ein neues Rohr. Das verlade ich auf meinen LKW und setze es mehr oder weniger fachmännisch in die Pipeline ein. Neben solchen wiederkehrenden Aufgaben brauche ich Stahl, Beton und auch Holz zum Brückenbau. Überführungen für meine Schwerlastflotte platziere ich in der Kartenansicht und liefere anschließend die Rohstoffe zu einem der beiden Enden. Im Gegensatz zu den Straßen errichten sich Brücken anschließend wie von Zauberhand und gewähren mir entweder Zugriff auf bisher unzugängliche Kartenbereiche oder ermöglichen nützliche Abkürzungen. Und die Abkürzungen sind immer eine Investition wert. Denn ich verbringe viel Zeit damit, meine Fahrzeuge über die Karte zu bewegen. Wollt ihr eure Fahrzeiten möglichst gering halten, ist der Koop-Modus was für euch. Zwischen den PC-Plattformen Epic und Steam sowie den Konsolen gibt es Crossplay. Die Partien mit Freunden laufen wie auch das ganze Spiel sehr stabil. Und weil ihr euch Arbeitsschritte teilt, gibt es nicht so viele doppelte Strecken wie im Solo-Modus. Startet ein Spiel und ladet eure Freunde einfach ein.
Anschließend tuckert ihr gemeinsam über die ausgewählte Map. Dabei sammeln allerdings alle nur Fortschritt für den Host und der Gastgeber muss auch einen Fuhrpark für alle bereitstellen. Mit KI-Konvois und Straßenbau bringt Saber Interactive frischen Wind in die Serie. Simulationsfans müssen sich aber im Vergleich zu den Vorgängern auf einige Entbehrungen gefasst machen. Das geht schon beim Hard los. Während ich mit meinem Scout hier durch die umgepflügte Botanik navigiere, zeigt der Kompass oben die Himmelsrichtung und bereits aufgedeckte Zielorte. Oben rechts seht ihr Ressourcen, Geld und Missionsziele. Spannend wird es bei den 4 Symbolen in der unteren rechten Ecke. Je nach Fahrzeug seht ihr maximal 4 kleine Grafiken. Von links nach rechts stehen die für Handbremse, Lastgang für unebenes Gelände, Allradantrieb und Differentialsperre. Gerade mit aktiviertem Allradantrieb und eingeschalteter Differentialsperre mache ich meine Fahrzeuge merklich geländegängiger und verringere das Feststeck- oder Umfallrisiko. Und weil ich mich eben bis zum titelgebenden Straßenbau durch unwegsames Gelände arbeite, aktiviere ich die zusätzlichen Kraftoptionen gleich nach dem Motorstart. Im Gegensatz zu früheren Serienteilen gibt es in Roadcraft jetzt aber auch keinen Grund mehr, das nicht zu tun, weil nämlich die Benzin- und Nachtankmechanik komplett fehlt. Alle Fahrzeuge und Maschinen haben immer volle Tanks. Ihr müsst also nicht mehr Leistung durch Allradantrieb gegen einen temporär höheren Spritverbrauch abwägen und eure Routen vorbei an Tankstellen oder Tankanhängern planen. Das macht die Sache einfacher, aber auch anspruchsloser und ist schon seit der Demo eine der umstrittensten Änderungen in der Community. Vor allem, wenn ich immer und jederzeit Allradantrieb und Differentialsperre ohne Malus aktivieren kann, warum sind die Optionen dann überhaupt im Spiel drin? Konsequenterweise hätten die beiden Buttons genauso rausfliegen müssen wie die ganze Nachtankmechanik. Das ist aber nicht die einzige Änderung, über die sicher viel gestritten werden wird, denn auch das Schadenssystem ist jetzt stark vereinfacht. Kollisionen mit Steinen, Bäumen, Fahrzeugen oder Stürze von Bergen oder in Schluchten haben in Roadcraft keine Konsequenzen mehr. Also außer ich lande nicht auf den Reifen oder wie hier bei einem missglückten Doppelabstieg im Wasser. Naja, machen die Kollegen halt erstmal Mittag und es bleibt nur die Bergung in die nächste Werkstattbasis. Und wenn ich schon bei Werkstätten bin, lasst mich kurz aufs Tuning schauen, also wortwörtlich kurz, weil es die zahlreichen optischen sowie leistungstechnischen Individualisierungsoptionen der Vorgänger in Roadcraft ebenfalls nicht mehr gibt. Statt etwa aus einer Vielzahl an Reifen für Straße, Sand und Schlamm zu wählen, bleibt es immer beim Standardmodell. Lediglich die Lackierung für Fahrzeuge meiner Flotte ändere ich im Menü. Motoren lassen sich nach einmaligem Start jetzt übrigens auch nicht mehr abschalten und Abblendlichter und Warnlampen verkommen in Roadcraft zur inaktiven Fahrzeugdekoration. Die nützlichen Winden zum Wieder auf die Reifen stellen gibt es nur noch an Scout-Fahrzeugen. Das sind zwar auf den ersten Blick nur Details, aber wahrscheinlich unterschätzen die Entwickler hier, was einen besonderen Teil der Faszination von SnowRunner und Co. ausmacht, nämlich die detaillierte Simulation von Fahrzeugen, die fast niemand von uns in der Realität jemals steuern wird. Und da will ich mich um den Benzinverbrauch sorgen, bei jedem kleinen Schaden in Panik geraten und viele Knöpfe drücken, die auch wirklich was machen. Das gehört zur Atmosphäre dieser Spiele einfach dazu. Schaut doch mal, wie viel Dreck mein Fahrzeug hier beim startenden Motor in die Umgebung ballert. Ich will das öfter machen können und nicht nur nach jedem Laden. Kein Tanken, kein Schaden, Motor immer an und keine Beleuchtung, dazu kein Tuning und weniger Winden. Roadcraft simuliert deutlich weniger als seine Vorgänger im Geiste. Eingefleischte Simulationsfans werden in Sabers neuem Spiel viel Bekanntes vermissen. In meinen Augen sind die Änderungen aber nicht nur schlecht, denn zum einen spielt sich Roadcraft immer noch kleinteilig genug, zum anderen verschiebt das Entwicklerteam den Fokus. Denn in Roadcraft geht es nicht mehr darum, dass ich verschiedene Arten von Fracht mühsam durch unwegsames Gelände transportiere. Stattdessen suche ich optimale Wege und baue sie aus, damit sowohl ich als auch KI-gesteuerte Konvois diese Wege immer wieder befahren können. Roadcraft will vor allem unsere kleinkindlichen Sandkastengene ansprechen und bei mir hat es damit Erfolg. Nachtank- und Schadenssystem hätten dem Spiel einen größeren Simulationsschub gegeben, wirklich vermisst habe ich beides aber bereits nach wenigen Stunden nicht mehr. Einzig die an den LKW fehlenden Winden zur Selbsthilfe haben mir in Solopartien sauer aufgestoßen. Die neue Baumechanik mit Routen für KI-Konvois zu verbinden ist eine gute Idee. Nicht nur macht das Vorgehen den Straßenbau auch für beinharte Veteranen nachvollziehbar, sondern auch in die menschenleere Spielwelt zieht endlich etwas Leben ein. Damit aber die Konvois dauerhaft funktionieren, braucht es noch ein paar Updates. Mit Patches können die Entwickler auch die sporadisch auftretenden, aber doch spürbaren Fehler wie nach einiger Zeit verstummende Motoren, ausbleibende Funksprüche unserer Disponentin Kelly oder fehlenden Asphalt beim Asphaltmischer korrigieren.
Wer grundsätzlich mit der SnowRunner-Formel etwas anfangen kann und den wechselnden Schwerpunkten der letzten Spiele wie Expeditions und jetzt eben Roadcraft offen gegenübersteht, bekommt für 40 € 7 große und abwechslungsreiche Sandkästen mit Schauplätzen in Wüsten, Wäldern, Sumpfgebieten und Hochgebirgen sowie viele Aufgaben und großem kreativen Potenzial. In Sachen neue Karten sind zwar noch keine Seasons wie bei SnowRunner angekündigt, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen Nachschub geben. Denn in der 10 € teureren Rebuild Edition werden schon 2 weitere Maps sowie neue Fahrzeuge, Verträge und Aktivitäten für die Zeit nach dem Release angekündigt. Ob es auch kostenlose Inhaltsupdates geben wird, wissen wir noch nicht. Viel spannender dürfte zunächst aber sein, wie Saber Interactive auf das Feedback der ersten Käufer reagiert und was sie in kommenden Updates vielleicht noch anpassen und an Features womöglich sogar zurückbringen. Denn bei all den Ambitionen vergisst Roadcraft seine Wurzeln wahrscheinlich ein bisschen zu sehr und unterschätzt, was Serienfans an SnowRunner und Co. so sehr schätzen. Ich sehe da jedenfalls jede Menge Kritik auf das Entwicklerteam zukommen.